Ihr müsst zwar sehr, sehr selten in der Prüfung vorwärts parken, aber euer Fahrlehrer sollte das dennoch mit euch machen, weil ihr müsst das ja trotzdem lernen. Ne? So wichtig ist hier, wenn der Prüfer in der Prüfung vorwärts parken würde, was er ja nicht macht, leider, dann würde man aber ausschließlich nur quer vorwärts einparken. Heißt also im Klartext, beim Längsparken an der Straße hier würde er gar nicht auf die Idee kommen. Falls ihr auf der rechten Seite vorwärts einparken müsst, dann holt am besten vor dem Reinfahren ein wenig aus, um dort besser oder überhaupt in die Parklücke zu kommen. Für den Fall, dass ihr auf der linken Seite vorwärts parken müsst, habt ihr in der Regel genug Platz und ihr könnt da so reinfahren. Das Wichtigste beim Vorwärtsparken ist für Fahrschüler aber in der Regel eher das Rausfahren. Also wenn ihr am Ende dann rückwärts wieder aus der Parklücke fahren müsst. Nur manche Schüler vergessen dann ganz gerne mal, dass das Auto wieder vorne ausschwenkt. Und wenn ihr dann Autos neben euch parken habt, schwenkt ihr natürlich direkt dagegen. Fahrt in diesem Fall am besten einfach gerade raus. Falls ihr vorher lenkt, dann wirklich nur ganz minimal. Und fangt dann erst an richtig einzuschlagen, wenn ihr seht, dass ihr hier vorne Platz genug habt und das Auto rumkommt. Aber Achtung, ihr seht das hier, ihr kommt dann beim Rausfahren sehr häufig zwangsweise auf die Gegenfahrbahn. Lässt sich dann aber sehr häufig in solchen Fällen leider nicht vermeiden.